Willkommen zurück im Hetz und zwar mit unserem großen Rennstrecken-Special zu dem großen Kawasaki-Test. Den Hauptfilm, den kennt ihr ja wahrscheinlich schon auf unserem YouTube-Kanal. Da berichten wir ausführlich über die Hard Facts der beiden Motorräder und was man damit an der Straße, auf der Straße alles anstellen kann. Ja, aber jetzt haben wir die zwei Teile schon da. Zufällig waren wir auch mit unseren Kunden auf der Rennstrecke, da haben wir gedacht, packen wir die Teile mit ein und gucken mal, wie die Dinger sich so am Limit verhalten. Wir haben ganz hart getuned. Also das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben sie auf ordentliche Reifen gestellt. Und zwar hier den Metzer Racetech RR. Was hatten wir hinten? K2 und K1. Genau, das ist so die... Und wir haben die Spiegel abgemacht. Wir haben natürlich die Lichter abgeklebt, weil das ein Muss ist auf der Rennstrecke. Falls was passiert, dass die Splitter nicht überall fliegen, aber das kennst du ja bestimmt. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich nichts. Ja, ist ja auch die geile Nummer da dran. Die Dinger sind wirklich komplett Serie gewesen und das können wir vorwegnehmen. Schon beeindruckend, wie man heute so mit Serienmaterial Spaß haben kann. Spaß hielt sich ganz am Anfang ein bisschen in Grenzen, für mich gefühlt. Jetzt kam ich ja gerade aus Mugello wieder von der R1M und hatte jetzt noch Schräglagen im Kopf, bis der Helm schleift. Und dann steige ich hier auf diesen martialischen Kampfpanzer und nach dem ersten Turn, du hast es gesehen, wie ich reingerollt kam. Weil alles geschliffen hat. Also Fußrasten, Auspuff. Ja, ich habe den Helm einfach gleich mal 5 Minuten aufgelassen, bevor mir jemand ins Gesicht guckt. Ich war echt ein bisschen geschockt, aber Kawasaki, chillt euch, alles gut, weil Großmeister Ubi hat gemeint, vielleicht gucken wir uns jetzt erstmal das Fahrwerk an. Das Ding hat ja Ölins und so weiter, also bestückt ist es ordentlich. So. Naja, bei deinem Kampfgewicht haben wir uns gedacht, wir spannen einfach die Feder ein bisschen weiter vor, dann kommt das Fahrzeug ein bisschen höher und dann ja, das Ding, das schon, ne? Das dicke Elend hier, ne? Und dann muss man sagen, Hirn resettet, man muss solche Kampfpanzer halt auch wirklich mit richtig eng auffahren, damit eben nicht sich alles zerspart, was da so dran gebaut ist. Und siehe da, es ging. Also ging für mich. Most war für mich jetzt Neuland. Ich bin noch nie in Most gewesen. Nachdem der Jens ein bisschen enttäuscht war von der Schräglagenfreiheit, bin ich ganz zaghaft raus. Mit der Z900 habe ich angefangen und habe mir erstmal die Strecke angeguckt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass die Z900 ein wahnsinnig agiles Gerät ist. Ja? Also du kannst die Linie jederzeit korrigieren, du kannst mit dem Ding machen, was du willst, die macht alles mit und trotzdem quirlig am Gas. Was für mich jetzt am Anfang natürlich gar nicht so wichtig war. Ich musste mich erstmal auf mich und den Kurs fokussieren, aber selbst da haben die Rasten schon geschliffen. Also wir haben die Motorräder dann getauscht und dann bin ich auch mal drauf gestiegen. Und es sind halt nicht nur 100 Kubik Unterschied, was man vielleicht auf dem Papier denkt. Das haben ja auch viele uns von, welche Daseinsberechtigung hat das und das. So nah aneinander und so. Ja, optisch mag das sein, wie gesagt 100 Kubik. Auf dem Track ist es aber nicht so. Also das hier ist so wirklich, die 900er ist eine wieselflinke Asphaltpfeile. Merkt man auch schmalerer Hinterreifen wie die Z1000, weniger Kampfgewicht und wirklich hyper agil, super geil, leicht zu korrigieren. Wie war der Unterschied für dich? Wie hast du es empfunden? Also ja, es war so ein bisschen Befreiungsschlag, muss ich echt sagen. Das lag mir schon wirklich, auch wenn das Ding dann schnell an, es kommt an Grenzen, fahrwerkstechnisch, da fängt es an zu rühren, zu schütteln, zu machen und zu tun. Aber, und das ist ganz wichtig, immer gutmütig. Also das ist sehr lustig. Ein richtiges Spaßgerät. Ja, und wie viel Spaß hattest du dann, wie du auf den Kampfpanzer gestiegen bist? Also, als ich mich gerade an die Strecke gewöhnt habe und mich so ein bisschen auf das Motorrad konzentrieren konnte, meint der Kollege, jetzt will ich aber auch mal die Z900 fahren, hopp, lass uns wechseln, Ogi. Ne? Und dann habe ich schon gedacht, na super, jetzt muss ich mit dem dicken Kampfeisen raus, bei dem der Jens ja schon gemotzt hat, ja. Anfangs, und ich war nach 2 Kurven, habe ich schon gemerkt, dass mir die auf jeden Fall besser liegt. Ja. Ich bin mit der Z1000 besser zurechtgekommen als mit der Z900. Woran das jetzt genau liegt, ich nehme an, es liegt am Fahrwerk, hinten übrigens Federbein, vorne Schubvorgabel.
die lag einfach satter auf der Strecke. Die war nicht so aktiv. Also aber das zeigt auch wieder, was wir schon oft bei so Doppelvergleichen hatten, wenn Bikes dicht beieinander sind. Es gibt nicht das ist das Richtige für dich, das ist das Richtige für den. Du musst wirklich, also gerade jetzt auch bei den beiden Bikes, ob Straße oder gelegentlicher Trackausflug, du solltest sie auf jeden Fall ausführlich Probe fahren, finde ich. Weil beide haben auf Straße, aber jetzt gerade eben im Zuge des Track-Vergleichs gezeigt, die haben beide ihre Charakter und Spaßstärke. Also ich muss sagen, das Ding auf der Gerade raus aufziehen und dann irgendwie wirklich den Hammer durchschwingen, das ist schon geil. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen schwerer bin als du. Und dass mir deswegen das straffere Fahrwerk, was er nur hat, einfach irgendwie ein bisschen besser geht. Ja, also wie gesagt, beide haben echt Potenzial. Ja. Auch die Z1000, da müsste man vielleicht hier und da ein bisschen hinlangen. Bei der Z900 sehe ich aber noch mal mehr Potenzial, gerade als spaßige Naked Bike Rennstreckenwaffe. Und hier wäre mal interessant, was könnte man daraus machen? Also, wo man auf jeden Fall angreifen müsste, wenn man sich so eine Z900 für die Rennstrecke aufbaut, wären auf jeden Fall Fußrastenanlage, einen anderen Auspuff, vielleicht einen anderen Lenker und Fahrwerk. Fahrwerk. Also das Ding funktioniert, kein Ding, aber da liegt Zeit. Wenn es anfängt zu pumpen, zu rühren, zu machen, zu tun, gerade auch mit dem Racetech RR, da bleibt man drauf, das geht schon, aber da siehst du eine Sekunde nach der anderen irgendwie dahin gehen und schon kommt wieder irgend so ein Gixxer 1000 vorbei, kriegst der nächsten Kurve. Auf jeden Fall, das würden wir gerne mal machen. Ja. Und wenn du möchtest, dass wir das hier mal durchziehen mit so einer Z900, dann schreib's uns in die Kommentare. Je mehr Kommentare wir kriegen, desto eher kriegen wir Kawasaki Deutschland dazu, das durchzuziehen. Also, ja, wir setzen auf dich, kommentieren, setz dich gleich hin und sag, du willst das sehen. Und vielleicht kriegen wir da eine geile Rennnummer draus gemacht. Ja. So, Rennnummer, Hinweis. Für die Nummer haben wir jetzt auch gleich mal ganz neuen Riding-Style in den Ring geführt. Da wollen wir nämlich auch mal ganz kurz drauf los. Und zwar haben wir hier mal die Superhelden-Nummer abgezogen. Spidey und Iron Man. Also jetzt kann ich euch ja sagen, ich habe es lange genug versucht geheim zu halten, aber ich bin Spider-Man. Ja, und ich habe es jahrelang ertragen, ihn im blau-roten Strampelanzug hier an der Decke rumkrabbeln zu sehen. Ja, mein Therapeut freut sich. Neue Helme, krasse Handschuhe, Five Gloves, der ultimative MotoGP-Stiefel Supertech A und altbewährt Hail Slate. Das haben wir jetzt im Zuge der Covernummer mal wieder alles auf den Asphalt rausgekriegt. Wenn du Bock hast, dass wir uns mit Riding-Style-Thema mehr beschäftigen, schreib uns im Kommentar. Dann können wir gerne mal darauf eingehen, mehr Infos liefern. Infos zu den eingesetzten Teilen, auch was wir an den Bikes bauen, vertesten, findest du immer in der Beschreibung vom Video. Und wenn was offen ist, einfach rein kommentieren, wir kümmern uns drum. Ja, und dann würde ich sagen, auf geht's. Wir gucken mal, dass wir Cover bewegen, hier ein bisschen Gas zu geben mit der Kiste. In diesem Sinne, auch rein. Servus. Iron Man nervt.